wackful toor-a-laddy-toor-a-lee. There's no one who can tell a lie like me. You may search until you tire, you won't find a bigger liar. I've been lying since the dawn of history. All the Irish started grieving when they heard that he was leaving. If I knew a bigger lie, I'd tell you so. Singing wackful toor-a-laddy-toor-a-lee. There's no one who can tell a lie like me. You may search until you tire, you won't find a bigger liar. I'm impressed about the size of the crash site, about the tragedy that has to be going on, and I'm very impressed about the work what is done over here, seeing the means and the people who did it, and the weather and the circumstances. I think they did a hell of a job in a hell of a place. We have witnessed the changes, we have observed those, and we have reported them back to our participating states. We will continue to do so until there is a need to do so. We also have been involved in monitoring the treatment and processing of the bodies, and early this morning we were at the railway station in the town of Torres, where we have, together with experts, seen for the second time the refrigerated wagons where these bodies have been sheltered for the time being. We will continue to follow the processing of those bodies until the point an international expert team can take over. Ja, aber ist damit Schluss? Ich gebe die Frage gleich weiter an Christian Wehrschütz, unseren Reporter am Absturzort in der Ukraine. Ist dieser würdelose Umgang mit den Opfern inzwischen vorbei? Ich kann dem amerikanischen Außenminister nicht folgen und ich kann hier auch nicht von einem würdelosen Umgang mit den Opfern sprechen. Die Gesamtsituation hat sich zunächst so dargestellt, dass nach dem Absturz ich selbst ein Gespräch von OSZE-Vertretern mitgehört habe, entweder mit der Zentrale in Wien oder mit anderen Dienststellen, wo es um die Debatte gegangen ist, dass die Rebellen die Leichen bergen wollen und man herumdiskutiert hat, ob die das dürfen oder sollen wegen der Veränderung des sogenannten Tatortbildes. Wir hatten hier Temperaturen von 30 Grad, wir hatten dann Regen, das liegt auf einem Feld. Das Würdelose wäre gewesen, die Leichen dort liegen zu lassen, denn man hat gesehen, dass Fliegen, Hunde und alle anderen Getiere dort bereits begonnen haben, sich zu bedienen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Problem, dass wir hier in einem Krisen- und Kriegsgebiet sind. Wir haben hier ein Ministerium für Katastrophenschutz. Formell trägt es noch ukrainische Uniformen aus der Nähe von Donetsk. Diese 380 machen vor allem die Bergung der Leichen. Zweitens haben wir Bergleute im Einsatz vom nahegelegenen Donbass-Revier, die ja ebenfalls durch die Felder durchkämen. Wir haben eine Absturzgröße von einem Territorium von 35 Quadratkilometern. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Sympathien oder Nicht-Sympathien für die Rebellen, sondern es geht darum, dass das alleine für eine derartige Gruppe in einer derartigen Krise eine enorme Herausforderung ist, so ein Territorium zu durchkämmen. Christian Wehrschütz, kommen wir kurz zur Rolle der Rebellen. Sie haben es berichtet, wir haben es am Samstag auch in einem Live-Gespräch im Mittagsjournal gehört, wie die Rebellen dort das Kommando führen, den Journalisten, den OSZE-Beobachtern Befehle erteilen. Können unabhängige Ermittler inzwischen arbeiten oder unterliegt dort alles mehr oder weniger der Willkür der Rebellen? Die OSZE, der Rebellenführer Borodai hat gestern über ein Gespräch mit der OSZE berichtet, wonach sich die OSZE beschwert haben soll, dass Journalisten so ungehindert Zugang zu ihrer Arbeit haben. Natürlich läuft das unter einem Kommando von Rebellen ab. Die haben eine Kalaschnikow. Gestern hat die OSZE deutlich gemacht, dass sie weit mehr Zugang hatte und weit mehr sich anschauen kann. Aber die Grundfrage stellt sich doch, was macht die OSZE eigentlich und warum sind nicht die vor Ort, die wirklich in der Lage wären, zu untersuchen,
was ist die Absturzursache, oder zum Beispiel forensische Experten, die Leichen versuchen zu untersuchen. Die OSZE besteht aus Diplomaten. Die Masse der OSZE-Beobachter hier hat genauso wenig Ahnung von Flugzeugabsturz oder genauso viel wie die Journalisten, die herumarbeiten. Was ist der Grund, dass dort noch keine Ermittler... bedeutet, dass ich im Grunde weniger beobachten kann. Was ist der Grund, dass dort noch keine Ermittler am Arbeiten sind? Ich glaube, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Der eine Punkt ist der, die forensischen Experten aus Malaysia sollten jetzt hierher kommen. Vielleicht kommen die auch nach Kharkiv, wo möglicherweise die Leichen im Zug abtransportiert werden. Das steht noch nicht fest. Geheißen hat es, sie sollten gestern kommen. Das wäre ohne weiteres möglich zu untersuchen hier. Schwieriger ist es natürlich für Flugabsturzexperten, weil das Territorium groß ist und an den Rändern dieses Territoriums gekämpft wird. Oder sporadische Kämpfe es gibt, nicht? Aber zum Beispiel die großen Teile, die wir selbst gesehen haben, die hätte man hier auch begutachten können, wenn das etwas bringt. Denn man kann von Kiew nach Dnipropetrovsk fliegen und dann weiter nach Donetsk fahren. Das haben wir alle gemacht. Also bei den Flugabsturzexperten gibt es natürlich das Sicherheitsrisiko, aber bei den forensischen Experten sehe ich das überhaupt nicht. Natürlich ist hier sehr viel Politik im Spiel, weil man das natürlich maximal ausschlachten möchte. Die Experten, die Rebellen sind die ganz einseitigen Bösen und die Ukraine oder die anderen sind die ganz Guten. Das Problem ist, es gibt hier weder Gut noch Böse, sondern nur mehr oder weniger Böse. Und die Ermittlungen am Absturzort kommen nach wie vor sehr schleppend voran, wie es den Eindruck macht. Christian Werschütz, Dankeschön für diesen Bericht und einen guten Tag in den Osten der Ukraine. Earlier this morning, though, I spoke with Angus Houston, the Prime Minister's special envoy overseeing events on the ground in Ukraine. He's been working around the clock, negotiating with government and opposition forces in an effort to get in and lead the recovery operation. And we found the people, the separatists that are there to be professional and cooperative and essentially helpful to our purposes of removing remains and perhaps later on removing some of the pieces of wreckage. One of the important things here is to posture a non-threatening force, that will go in with civilian specialists in white vehicles who will do the job on the crash site. And just on that, this site is in the middle of a war zone. You say the separatists are professional and cooperative, but can you guarantee that unarmed police going into that site will be safe? Well, our people who've gone in already spent 2 whole days there. They went over a considerable area of the crash site, and indeed there was some Australian media there. And the feeling of those who were there was they felt very comfortable and very safe because, of course, what the Organisation of Security Cooperation in Europe does is gain the necessary assurances from the separatists to enable us to do what we might do. Let's face it, Fran, this is a humanitarian operation. We're going in to recover bodies from a number of nations. We will have a combination of armed personnel and unarmed personnel if that's the way the government decides to go. Military personnel have been involved in some of the activity, but on this one it's a police-led mission, and I think that's the right answer, and I think it's going to be very important to posture a non-aggressive, non-threatening force so that nobody will interfere with it. If we go in white vehicles, which is what we're going to do with the Organisation of Security Cooperation Europe, we're clearly going to be in the right sort of posture. I might add that it's a very demanding task. One day I nearly fainted, I was having my house painted. There was Hitler hanging paper in the hall, singing whackle tooraladdie tooralee. There is no one who can tell a lie like me.
You may search until you tire, you won't find a bigger liar. I've been lying since the dawn of history.